Das Versteck in der Dunkelheit. Es war eine kalte Herbstnacht, als Lisa und Tom durch den dichten Wald wanderten. Der Vollmond war hinter dunklen Wolken verborgen, und die Blätter raschelten im Wind. »Bist du sicher, dass wir hier lang müssen?« fragte Lisa ängstlich. Tom nickte. »Laut der alten Karte ist hier irgendwo eine verlassene Hütte. Dort soll ein Geheimnis verborgen sein.« Nach einer Stunde des Suchens fanden sie die Hütte. Die Fenster waren zerbrochen und die Tür quiekste, als Tom sie vorsichtig öffnete. Der Raum war dunkel und roch nach feuchtem Holz. Auf dem Boden lag ein altes Tagebuch. Lisa hob es auf und blätterte vorsichtig durch die vergilbten Seiten. Hier steht: Wer die Wahrheit sucht, muss dem Schatten folgen. »Was könnte das bedeuten?« fragte sie. Plötzlich hörten sie ein Geräusch aus der hinteren Ecke der Hütte. Beide hielten den Atem an. Ein leises Kratzen, dann ein dumpfer Schlag. »Ist da jemand?« rief Tom mutig. Plötzlich sprang eine Katze aus der Dunkelheit. Lisa lachte erleichtert. Nur eine Katze. Doch als sie weiterlas, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. »Tom, schau! Hier ist eine Karte gezeichnet. Sie zeigt einen geheimen Tunnel unter der Hütte. Mit einer Taschenlampe suchten sie den Boden ab und fanden eine Falltür. Sie öffneten sie vorsichtig und stiegen eine alte Holzleiter hinunter. Der Tunnel war eng und feucht. An den Wänden hingen alte Fackeln, die längst erloschen waren. »Das ist wie in einem Abenteuerfilm«, flüsterte Tom aufgeregt. Nach einigen Minuten entdeckten sie eine große steinerne Tür mit einem merkwürdigen Symbol. Lisa erinnerte sich an einen Satz aus dem Tagebuch: »Wer die Wahrheit sucht, muss dem Schatten folgen.« »Vielleicht müssen wir das Licht ausschalten.« Tom drückte seine Taschenlampe aus, und plötzlich erschien eine schwache Inschrift auf der Tür. »Drücke den dritten Stein von links«, las Lisa vor. Tom tat es, und mit einem lauten Knarren öffnete sich die Tür. Hinter der Tür lag ein alter Raum voller Bücher und Kisten. In der Mitte stand eine große Truhe. Lisa öffnete sie vorsichtig. Darin lagen alte Briefe und ein Medaillon mit einem Bild eines jungen Mannes. »Das muss die Geschichte eines Menschen sein«, sagte sie nachdenklich. Plötzlich hörten sie ein leises Wispern aus der Dunkelheit des Raumes. Ein kalter Windzug ließ die Kerzen flackern. Lisa und Tom erstarrten. »Hast du das gehört?« flüsterte Lisa. Tom nickte langsam. Sie schauten sich um, doch niemand war zu sehen. Lisa nahm einen der Briefe aus der Truhe und begann laut vorzulesen. »Ich habe mein Leben lang nach diesem Schatz gesucht. Doch ich erkannte zu spät, dass der wahre Schatz nicht Gold, sondern Wissen und Geschichte ist. Möge der Finder meine Geschichte weitertragen.« Plötzlich bewegte sich ein Schatten an der Wand. Lisa keuchte und Tom trat einen Schritt zurück. »Es ist der Wind, oder?«, sagte er unsicher. Doch dann erschien auf einer alten Holztafel ein weiterer Hinweis. Der Schlüssel liegt im Herzen der Vergangenheit. Lisa runzelte die Stirn. Was könnte das bedeuten? Tom betrachtete das Medaillon genauer. Vielleicht gibt es darin einen versteckten Mechanismus. Er drückte vorsichtig auf das kleine Schloss des Medaillons, und plötzlich öffnete sich ein geheimes Fach. Darin lag ein winziger Schlüssel mit einer Gravur zum wahren Schatz. Mit pochendem Herzen suchten sie weiter im Raum und fanden eine kleine Holzkiste, die genau zu dem Schlüssel passte. Tom steckte den Schlüssel hinein und drehte ihn langsam. Die Kiste sprang auf, und darin lag ein weiteres Tagebuch, noch älter als das erste. Lisa blätterte durch die Seiten und las laut vor. Der wahre Schatz ist verborgen, bis derjenige, der reinen Herzens ist, ihn findet. Lisa und Tom schauten sich an. Sie hatten kein Gold gefunden, aber etwas viel Wertvolleres, eine verlorene Geschichte. Sie beschlossen, die Briefe und das Tagebuch ins Dorf zu bringen, damit die Menschen von der Vergangenheit erfahren konnten. Als sie aus dem Tunnel stiegen, begann die Morgensonne zu scheinen. Die Dunkelheit war vorbei, doch das Geheimnis der Hütte würde für immer in ihrer Erinnerung bleiben.